Und wir sind in der Endphase. Wie immer werden noch ein paar kleine Arbeiten gemacht. Und wir haben halt nur ein bisschen heute früh aufgeräumt und Frühstück gemacht und das Boot vorbereitet und haben jetzt einen Anker hochgelegt und trotz Schmerzmittel bin ich jetzt halt total fix und fertig. Diese Woche ist alles mal anders. Ja, ich konnte die letzten 2 Tage nicht filmen, wie die restlichen Sachen fertiggestellt werden, weil bei mir Dengue-Fieber ausgebrochen ist. Ja, schöne Scheiße, sage ich da nur. Also Dengue-Fieber wird halt durch eine Mücke übertragen, tagsüber, und fühlt sich ungefähr so an wie eine richtig heftige Grippe. Dazu hast du die Kopfschmerzen deines Lebens, dir ist total schlecht, hast mega Druck auf den Augen und erträgst kein Sonnenlicht oder nur wenig, kein direktes Licht und bist halt fix und fertig. So, ja, das ist jetzt so gerade mein Normal für diese Woche. Und das dauert halt ungefähr 2 Wochen, also die ersten 2 Tage waren damit am heftigsten mit Fieber und starken Schmerzen. Und es wird halt auch nur symptomatisch behandelt, das heißt, es gibt dagegen keine Tablette, dass es mir besser geht oder sonst. Ich kann nur mit Schmerzmitteln und Fiebermitteln das einigermaßen unter Kontrolle halten, so dass mir nicht total schlecht geht. Ich kann eine Tablette gegen die Übelkeit nehmen. Was in der Zwischenzeit passiert ist, das berichtet dir Sven jetzt. So, jetzt wollte ich euch mal zeigen, unsere Veränderung. In ca. 2 Stunden geht es wieder an Wasser. Und wir sind in der Endphase. Wie immer werden noch ein paar kleine Arbeiten gemacht, aber der größte Teil ist erledigt. Unsere neue Rettungsinsel, die jetzt ganz ohne Blessuren da ist, sodass man auch schön damit arbeiten kann. Perfekte Badeplattform neu herrichten lassen, weil die war ja komplett fast zerstört. Da sind sie noch am Endarbeiten. Sikaflex muss noch drum gemacht werden. So, jetzt gehen wir gemeinsam vor an die Anker, an die Ankerkasten. Da war ein Brett durchgefault und das Brett haben wir ersetzen lassen durch ein 9 Teak-Brett. Ja, geht auch wieder fantastisch. Sieht jetzt noch ein bisschen unförmig aus, aber spätestens nach einem halben Jahr ist es genauso wie die anderen. Zum einen wurde der G-Code komplett erneuert. Dabei haben wir im Flügel, beim Windkiel, vorne so eine kleine Blase oder eine größere Blase gehabt. Die haben wir aufmachen lassen und entsprechend reparieren lassen. Guck mal bitte. Ja, weitermachen. Was hast du entdeckt? Was du entdeckt hast? Geht's los? Der Kran kommt mit dem Katamaran drauf. Also müssen sie den erst absetzen, bevor wir dran sind. Genau. Der kommt wahrscheinlich vor uns hin. Das ist ja aber unpraktisch. Wie soll man da durchfahren? Kommen. Nur mal schauen. Ich krieg Tränen. Was war jetzt los? Für das Boot brauchen sie so unwahrscheinlich viel lange Zeit, wahrscheinlich schon beim Rausmachen, dass sie zu viel Algen hatten oder zu viel Muscheln, und jetzt haben sie Probleme, das Boot abzustellen. Und wahrscheinlich müssen wir noch eine Nacht hier bleiben. Ich glaube, ich krieg Schwimmchen. Haben uns schon so gefreut, gell? Ja. Da können wir morgen aber gleich durchfahren, weil nach St. George, das müssen wir macht halt dann. gucken, wie es mir geht. Ja. Aber da nochmal stehen bleiben einen Tag, das bringt es, hilft uns ja nicht weiter. Ja, wir müssen ja auch einkaufen, bevor wir nach Kajako gehen. Mal. Scheiße. Noch eine Nacht hier. Froh, dass wir jetzt doch ins Wasser kommen. Ja. Hinher, hinher.
Ja, ist ganz schön nervig. Aber es ist ja gut, dass wir jetzt doch reinkommen. Wird zwar alles nach hinten verschoben, aber es macht nichts. Naja, wir müssen ja nur einen Anker schmeißen und Armbrot kochen. So, jetzt sind wir eine Nacht weg aus der Werft, haben kurz vor der Werft geankert und jetzt haben wir alles klar gemacht, das Boot, weil wir nach St. George gehen, Proviant bunkern und ja, noch mal ein paar Tage relaxen in der Hauptstadt. Wir sind hier Anker hoch und hier schön vor der, bis hier aufpassen, hier ist diese eine Untiefe, wo wir lagen, dass wir uns hier in der Mitte halten. Und dann übernehme ich, dass wir hier aus dem rausfahren, ja, weil das hier so eine kleine Enge ist, hier vorne mit den Tonnen. Und dann geht es runter ins Kap, Südwest und dann hoch nach St. George. Ich bin wirklich noch alles andere als fit. Wir haben heute Tag 3 seit ja, Dengue oder was auch immer es ist, ausgebrochen ist bei mir, und wir haben halt nur ein bisschen heute früh aufgeräumt und Frühstück gemacht und das Boot vorbereitet und haben jetzt einen Anker hochgelegt, und trotz Schmerzmittel bin ich jetzt halt total fix und fertig. Ich einfach nur eine Stunde ungefähr was gemacht, aber ich merke halt noch, dass ich extrem viel Ruhe brauche. Und wahrscheinlich kommen wir in den Regen rein. Wind ist auch fast keiner. Meistens 5 bis 6 Knoten. Von hinten steuerbordseitig. Was braucht man noch außer Wasser? Ja, ich denke, du willst ein paar Nüsse. Ja, Nüsse kannst du noch mal mitbringen. Ich weiß noch nicht genau, eine Palette Bier oder Wein. Für mich was Schönes. Hühnchen, 2. Möhren oder irgend sowas in diese Richtung. Möhren gab es da drin, glaube ich, auch diesmal nicht. Kartoffeln kann ich noch mal mitbringen. Kürbis, Brokkoli oder Blumenkohl. Das gucke ich noch mal. Da müssten wir noch mal einen anderen Beutel geben. Sven ist jetzt einkaufen, beziehungsweise ist er zum Haare schneiden. Ich gehe hier eine Runde rum und muss mir erstmal ein Frühstück machen. Ja, ich merke halt, wie mir am Anfang hatte ich halt immer nur Übelkeit und Schmerzen. Und das ist jetzt durch Schmerzmittel und so geht das einigermaßen. Aber ich bin total fix und fertig. Also ja, ich muss wahrscheinlich mal ein bisschen mehr Obst und Gemüse wieder zu meinem Speiseplan hinzufügen. Damit ich wieder ein bisschen mehr Energie kriege, weil davon ist überhaupt gar nichts mehr. Also ich mache eigentlich nichts, liege nur rum, aber ich bin fix und fertig, also es ist echt heftig. Salat haben wir ja noch, schön neue Maracujas. So, damit habe ich auch bezahlt. Hat alles gut geklappt? War es kompliziert oder musstest du einfach nur hingehen und sagen, wir bleiben noch ein bisschen hier? Nee, ja, ich muss das bezahlen bis 16.11. Okay. Der Junge kommt Kühlschrank. Ja. Was gab's für eine Eissorte? Schokolade. Oh, schade. Keine Heidelbeere? Nee. Jetzt kriegen wir unser Wasser auf eine andere Weise, aber es bringt uns nichts, weil es nicht in den Tank reinlaufen kann. Richtig. Hoffentlich ja, hört es bald auf. Wir haben Zeit. Können wir ein bisschen zu uns finden. Ja. Irgendwie. Geht's bei dir jetzt auch los? Naja, ich kämpfe noch dagegen. Mit vehementer Kraft. Das Fieber drückt alles raus.